Als ich klein war, träumte ich vom perfekten Gedächtnis. Ich stellte mir vor, ich könnte mich an alles erinnern, was jemals geschehen ist, bis ins kleinste Detail. Die Vorstellung, dass die Begriffe Vergangenheit und Gegenwart sich auflösen könnten, faszinierte mich. Ich begann aufzuschreiben, was passiert war, welche Gedanken ich mir gemacht hatte und wohin ich wollte. 15 Jahre später ist daraus diese Sammlung entstanden. Auf diesem Kanal geht es unter anderem um Gewohnheiten, die das Leben bereichern, und diese hier hat das definitiv getan. Ich begann damals von einem Tag auf den anderen mit dem Schreiben. Seitdem habe ich 13.000 Seiten in 73 Büchern gefüllt. Im Schnitt an jedem oder jedem zweiten Tag geschrieben und nie länger als 6 Tage am Stück pausiert. Meine Tagebücher haben mich nach London, nach Hawaii, durch Schule und Studium und jetzt ins Tiny House begleitet. Inzwischen habe ich ein digitales Archiv angelegt und alle Fotos und anderen Dokumente, die ich besitze, dem jeweiligen Tagebuch mit Datum zugeordnet. Man könnte sagen, diese Sammlung enthält meine gesamte Lebensgeschichte. Weil ich die alten Bücher auch wieder lese, weiß ich meistens, was in welchem Jahr geschehen ist und in welchem Buch es steht. Ich kann die Entwicklung von Freundschaften nachvollziehen und eigenen Erkenntnisprozessen nachspüren. Geht man davon aus, dass ich für jede dieser Seiten etwa 20 Minuten gebraucht habe, wahrscheinlich ist es deutlich mehr, dann habe ich in meinem Leben mindestens 4.500 Stunden mit Tagebuchschreiben verbracht. Das ist fast eine ganze Stunde jeden Tag. Warum das alles? Von der Idee des perfekten Gedächtnisses habe ich mich längst verabschiedet. Es ist wahrscheinlich ganz gut, dass wir manche Dinge irgendwann nicht mehr so genau wissen. Aber auch wenn man wie ich auf die Gegenwart fokussiert ist, bieten die Tagebücher einen ungeheuren Erfahrungsschatz, aus dem man lernen kann. Unsere eigene Vergangenheit, von der gerade eben vergangenen Sekunde bis zu Ereignissen, die Jahre her sind, ist die Summe all dessen, was wir gesehen, erfahren und entschieden haben. Und wenn wir uns selbst verstehen wollen oder in Zukunft bessere Entscheidungen treffen wollen, müssen wir zurückblicken. Man macht im Leben eine gewaltige Entwicklung durch, oder genauer gesagt, sehr viele einzelne Entwicklungen, die miteinander zusammenhängen. Indem ich darüber schreibe, entwickle ich ein Verständnis für diese Prozesse. Jedes Mal, wenn ich einen Eintrag beende, bin ich ein Stück zufriedener als davor. Egal, ob ich eigentlich gerade ziemlich frustriert war oder sowieso schon unverschämt fröhlich. Schreiben ordnet Gedanken. Und indem ich sie aufschreibe, kann ich sie aus dem Kopf entlassen und mich wieder anderen Dingen zuwenden. Und dann ist da natürlich noch der Wert der Erinnerungen an sich. Nicht alles, was wir erlebt haben, wollen wir später noch einmal erleben. Wobei das Tagebuchschreiben einen auch lehrt, dass bei traumatischen Erfahrungen das Verdrängen keine Lösung ist. Aber es gibt Momente, aus denen können wir noch jahrelang Kraft ziehen, wenn wir uns detailreich an sie erinnern. Manche Einträge habe ich viele Male gelesen, weil mir die Erlebnisse auch heute noch etwas bedeuten. Indem ich mich mit meiner früheren Version beschäftige, sehe ich, wie weit ich gekommen bin. Und ich habe die Möglichkeit, mir vergangene Fehler zu verzeihen. Vor allem aber begreife ich, dass wir uns alle im Laufe der Zeit ändern. Meinungen, Vorlieben und Verhaltensweisen kommen und gehen. Und was ich heute sage, widerspricht vielleicht dem, wovon ich noch vor 5 Jahren fest überzeugt war. Das zu sehen hilft dabei, andere Menschen nicht mehr zu verurteilen. Wieso sollte ich von anderen erwarten, dass sie meiner Meinung sind, wenn nicht einmal ich es vor 5 Jahren war? Über all die Jahre hat der Wunsch nach einem langen Tag, alles aufzuschreiben, was gerade in meinem Kopf ist, nie wirklich abgenommen. Die Form hat sich vielleicht geändert und sicherlich auch die Art, wie ich über Dinge spreche. Aber nach wie vor ist das Tagebuchschreiben für mich der größte Anker im Leben. Indem ich zurückblicke, kann ich weitergehen. Indem ich eine kurze Rast einlege, komme ich voran.